here and work. Because he always be in the pool. He will not come. Also, das ist Nico. Hola Nico. Where are you from? From Argentina. Argentina. What are you doing here? In Venezuela. Or with the bike. Both. Both with the bike, fighting a little bit, and in Venezuela, knowing the country. Okay. With Also. with my friend Frank. Ja, He's Frank ist so da. stressed. Also, das ist das normale Bild. Aber Nico ist hier hinzugestoßen und hat eine Honda. ¿Cómo se llama tu? XRE 300. XRE 300. Sí, 300. Ja. Honda XRE 300. Und wenn ihr die nicht kennt, wundert euch nicht, die wurde nämlich nur für den südamerikanischen Markt wird die produziert sozusagen. Genau. Und ja, wie ihr seht, er macht da an seinem Bike rum, denn er hat einen Plattfuß. Wir sind uns noch nicht so ganz sicher, ob er da weiß, was er da tut, ob er den Räder wechseln kann oder nicht. Aber er möchte eigentlich, dass Frank das macht. Aber Frank kommt selten aus dem Pool. Hallo, mein Name ist Ruti. Ich befinde mich in Venezuela. Da steht die Lucy. Und heute gibt es ein Feedback-Video. Ich erzähle, wie meine weiteren Pläne sind. Und außerdem habe ich noch ein paar technische Fragen an euch. Ich bin heute mal woanders. Ich bin an den Strand gefahren. Wollte eigentlich so ein bisschen am Strand spazieren gehen, mich dann an den Strand setzen. Aber mittlerweile ist um uns herum hier Guyana und Kolumbien alles Regenzeit. Und auch hier, ja, es regnet ab und zu mal, vielleicht so eine halbe Stunde am Tag. Aber es ist sehr windig. Das heißt, Aufnahmen am Strand oder so kannst du total vergessen. Deswegen bin ich jetzt hier am Strand, da bin in so eine verlassene, ich weiß nicht, was das mal war, ein Café oder sowas. Ist auf jeden Fall so eine Ruine. Da habe ich mich jetzt reingesetzt. Naja, kommen wir zum Feedback von den letzten 3 Videos. Video Nummer 1, das letzte Video, Reisemotorrad. Was gab's für Feedback? Ich habe mir hier einen schlauen Zettel geschrieben. Einmal ein Gruß vom Biker aus Berlin, Jahrgang 36. Deswegen wollte ich es erwähnen, Jahrgang 36. Respekt. Schöne Grüße zurück aus Venezuela. Dann haben Sina Alex 5777 geschrieben, dass es bemerkenswert ist, dass alle, die in dem Video gesprochen haben, wegen des Gewichts gewechselt haben, die Bikes, und nicht wegen Zuverlässigkeit oder Zugänglichkeit beim Service oder irgendwelche anderen Sachen, sondern Gewicht war der ausschlaggebende Faktor. Ja, stimmt, ist bemerkenswert, aber es ist auch so, ich glaube, wenn man sich mit Leuten trifft, spricht man halt über, ja, wie ist das Bike, was für ein Bike und so, lalala. Es geht immer wieder aufs Gewicht zurück. Deswegen, wenn ihr noch kein Bike habt, wenn ihr ein Bike habt, ist das euer Reisebike. Wenn ihr kein Bike habt, es ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn das Bike etwas leichter ist. Peter 30 hat geschrieben, bei der Auswahl des Reisebikes kommt es immer darauf an, wohin die Reise geht. Vielleicht ja, aber bei mir ist es so, jede Reise geht ins Ungewisse. Also ich weiß nicht, ob ich das irgendwie auf dem Kanu laden muss oder in einem Tretboot transportieren muss oder durch eine kleine Haustür rangieren muss oder irgendwie durch die Wüste fahre, durch tiefen Sand oder so. Deswegen ist es gut, wenn von vornherein das Bike allround ausgerichtet ist. Dann ist man für alles oder für viele Sachen gewappnet und man ist dann nicht so, ey, nee, ich habe eine Hayabusa, jetzt irgendwie ein Schotterweg wird eng. Es gab noch viele Leute, die auch über ihre Bikes gesprochen haben und was sie seit wie vielen Jahren fahren und wie viel Schaden sie hatten und so. Ist sehr interessant, kann man sich alles gerne mal durchlesen, wer daran interessiert ist oder wer auf der Suche nach dem richtigen Reisemotorrad ist. Es kommen sicherlich noch Kommentare hinzu. Vielleicht werde ich dann im nächsten Video nochmal darauf eingehen. Zum Klamottenvideo. Einige Leute haben geschrieben, es gibt kein Level 3 Protection, also von den Protektoren Level 1, Level 2, Level 3, es gibt kein Level 3. Ich habe ja behauptet, es gibt Level 3. Ich habe es jetzt nochmal ausführlich recherchiert. Ja, es gibt kein Level 3. Entschuldigung, es war Quatsch. Es ist allerdings so, dass manche Marken damit werben, dass sie Level 3 Protection haben. Aber das ist keine offizielle Angabe. Oder sie haben irgendwelche Materialien, die sagen dann, das ist wie Level 3 und so. Aber das ist alles nichts Offizielles. Also offiziell gibt es nur Level 1 und Level 2.
Vielen Dank für den Hinweis. Und manche Leute haben dann geschrieben, Protektorenwesten sind top. Das finde ich auch. Protektorenweste ist top. Habe ich halt hier nicht bekommen. Also wenn, dann sind die mal aus so einem Gummistoff, Neoprenstoff. Und so eine hatte ich schon mal in Deutschland gekauft. Und es sieht super cool aus. Man sieht halt aus wie He-Man darin. Aber das Ding ist halt 3-mal so heiß wie meine Jacke. Also dieser Gummi-Neoprenstoff oder was es ist, das ist die Hölle. Deswegen Mesh muss es sein. Und halt, ja, ist auch warm, das Mesh. Weil umso breitmaschiger das ist, umso leichter reißt es halt. Umso engmaschiger es ist, umso besser hält es, aber umso heißer ist es dann auch wieder. Ja, deswegen, natürlich ist es schon besser, auch alles einzeln zu haben, mit Mesh halt irgendwie festzumachen. Dann hast du halt zwischendurch immer noch Platz. Angenehmer, also praktischer ist natürlich so eine Mesh-Jacke. Die kannst du einfach anziehen und hast sie an und die sitzt gut, ist gut. Also Mesh-Jacke ist wahrscheinlich das Beste, aber ja, habe ich halt hier nicht bekommen. Ja. Apropos Hitze, ich habe ja über Gore-Tex gesprochen und dass es halt durchlässig ist, aber auch nur ein bisschen. Es gibt jetzt von Fortnite ein Video über Gore-Tex. Das ist ein Kanal, den ich sehr gerne gucke, ist Englisch, aber ich verlinke es gerne mal. Könnt ihr mal reinschauen, da wird alles über Gore-Tex erklärt. Und dass das eigentlich mehr oder weniger ein Marketing-Gag ist. Dass es Membranen gibt, die viel besser sind als Gore-Tex. Aber Gore-Tex kostet dann halt immer das Doppelte. Und es ist auch so, da steht ja dann drauf irgendwie wasserdicht und atmungsaktiv. Aber es ist immer, also es müsste eigentlich heißen wasserdicht oder atmungsaktiv. Denn wenn da Wasser drauf kommt, dann macht die Membran zu und dann kommt da keine Luft mehr durch. Also entweder ist es trocken und atmungsaktiv oder wasserdicht und nicht atmungsaktiv. Ja, guckt euch das gerne mal an, sehr interessant und ja, man muss nicht unbedingt dann irgendwie den doppelten Preis oder den 3-fachen Preis ausgeben, nur weil Gore-Tex draufsteht. Manche Leute haben auch Airbag-Weste geschrieben, ich weiß nicht, ob das ein Witz sein soll oder so. Airbag-Weste ist bestimmt eine super Sache, wenn man irgendwie einen Shop hat und so weiter in der Nähe. Hier halt fällt man halt dauernd mal aufs Maul oder man legt sich hin, das Bike rutscht weg, ja, und so. Wenn das Airbag-Ding auslöst, dann musst du halt zum Service gehen und musst das wieder, glaube ich, instand setzen lassen. Das ist halt, also zum Reisen nicht realisierbar. Wenn man die selber irgendwie den Service machen kann, ist es vielleicht easy. Ja, ich weiß, dass diese Elektronik auch so sein soll, dass es irgendwie nicht auslösen soll, wenn man nur umkippt und so weiter. Aber was ist umkippen, was ist aufs Maul fallen? Dann hat jemand noch geschrieben, ob es nicht brutal heiß ist in meinen Stiefeln. Ja, das stimmt. Das ist der Nachteil in diesen Stiefeln. Das sind eben Adventure-Stiefeln, die haben eben ein bisschen Atmung, weil dieses Lederteil da eingesetzt ist. So richtige Motocross-Dinger, die sind halt komplett aus Plastik. Da geht nichts durch. Da badest du in deinem eigenen Saft. Ja, Tipp vielleicht, wenn man irgendwie Pause macht, immer die Dinger ausziehen, damit die Füße ein bisschen atmen können. Und das habe ich auch beim Kalten in Patagonien gelernt. Wenn es mal eine Tankstelle gibt, wo du dich aufwärmen kannst und so, die lässt die Stiefel an, dann die Füße bleiben Eis. Du musst die Stiefel ausziehen, sonst tauen die Füße gar nicht auf. Deswegen ist immer gut, die Stiefel auszuziehen. Jemand hat dann auch geschrieben, ey, kauf dir doch die Daytonas, dann hast du Ruhe, das sind die besten Stiefel. Ich hatte ja die Daytonas am Anfang und es sind auch mega geile Stiefel, sind mega bequem, sind jetzt nicht die schönsten, finde ich, aber Leder, deutsche Handarbeit und so weiter, alles tipptopp. Allerdings bin ich ja mit den Stiefeln aufs Maul geflogen, das Bike oben drauf und ich hatte dann 1 Jahr Schmerzen, weil die oben eben keine Stahlkappe haben. Deswegen, wenn die oben noch eine Stahlkappe hätten, hätte ich wahrscheinlich nie gewechselt. Es war manchmal so, die sind halt nur irgendwie bis zum Schienbein so und meine anderen, die sind halt fast bis zum Knie. Und ich habe halt öfters mal, dass ich dann abgerutscht bin oder so und dann das Schienbein angeschlagen habe. Und wenn es über dem Stiefel ist, es tut gut weh. Deswegen, die sind super, die Stiefel, aber so richtig, also, ja, es ist halt wie immer beim Protection. Beim Stiefel setze ich halt auf Protection und stelle den Komfort hinten dran. Bei anderen Protektionsorten ist mir Komfort lieber. Oder was heißt lieber? Es ist halt dann einfach so brutal heiß, dass ich da nicht jetzt irgendwie komplett so fahren will. Mehr. Dazu könnt ihr gerne nochmal das Video schauen, wer es noch nicht gesehen hat, warum ich das jetzt so fahre. Dann haben noch einige Leute geschrieben, Ortema. Das sind so, ich kannte es nicht, Schande über mein Haupt, aber das sind so, die machen so Protektoren für alles Mögliche, für alle möglichen, nicht nur Motorrad. Und ich habe auf der Webseite, es sieht echt gut aus. Da könnt ihr mal schauen, wenn ihr Protektoren sucht. Scheint ein guter Tipp zu sein. Eine allgemeine Frage kam dazu. Carnet de Passage. Braucht man das für Südamerika? Nein. Also kurz gesagt, nein. Also hier brauchst du keinen Carnet de Passage. Ich glaube, niemand auch an den Grenzen wüsste überhaupt, was das ist. Also brauchst keins kaufen, alles easy.
Dann zu meinem Che Guevara Video, wo ich das letzte Versteck von Che Guevara besucht habe. Ich bin ja da im Dunkeln gefahren und dann hatte ich erzählt, dass ich gerne so Zusatzscheinwerfer hätte, die in die Kurve einleuchten, weil das Licht von der Tenere ist ziemlich gut, aber es leuchtet halt nur nach vorne. Und sobald man in die Kurve ist, siehst du halt gar nichts. Wenn da jetzt irgendwie ein Jaguar steht, siehst du erst, wenn ein Meter vorher ist. Also Kühe oder Hunde oder Löcher oder ja, alles Mögliche. Da hat dann jemand geschrieben, ja, aber man muss auch gucken, dass die Scheinwerfer nicht zu hell sind und dass er sich immer aufregt, dass die Motorradfahrer so brutal helle Scheinwerfer haben und so. Ja, das blendet vielleicht manchmal, aber jetzt hier aus meiner Erfahrung, ich kann sagen, das Licht kann nicht hell genug sein. Das fällt auf, es fällt dir ins Auge und du wirst dann gesehen. Es ist einfach so, egal wie es ist. Ich fahre ja auch, ich sage ja auch diese gelben Warnwesten und so, niemals kriegst du mich da rein, ja. Aber es ist natürlich trotzdem viel sicherer und besser, weil wenn du mehr gesehen wirst, ist es besser. Und es ist genau mit den Scheinwerfern. Manche Autos hier, die haben hier oben drauf auf dem Dach so eine Riesenleiste, da bist du blind. Also wenn die schon von 5 Kilometer Entfernung sind, bist du blind. Und die machen die nicht aus, wenn du entgegenkommst. Die machen auch kein Fernlicht aus hier und so. Interessiert keinen Menschen. Deswegen, ja, umso heller, umso besser. Und hier, ja, interessiert es keinen Menschen. Wenn du nachts Fernlicht hast, ist es gut, weil ohne siehst du halt gar nichts. Dann Moped 1885 hat nach der Benzinsituation in Bolivien gefragt und war ein bisschen besorgt. Der ist jetzt irgendwie in Patagonien oder so unterwegs. Der möchte nicht da hängen bleiben und so. So schlimm ist es nicht. Man bekommt schon Benzin. Man muss vielleicht ein bisschen, ich würde da nicht immer zum letzten Tropfen zur Tankstelle fahren. Aber man muss halt mit denen ein bisschen diskutieren, ein bisschen sprechen und ein bisschen, ja, freundlich sein und so weiter. Und man findet schon Benzin. Es kann halt manchmal sein, dass sie dich ablehnen. Da musst du halt zu 2, 3 Tankstellen fahren. Aber du findest schon was. Oder zur Not musst du halt die neuen Bolivianos zahlen, halt 1,50 oder so. Und es ist ja auch immer noch so, dass auch Privatleute manchmal Benzin haben, das sie dir geben können, wenn du irgendwo bist, wo es überhaupt keine Tankstellen gibt. Also mach dir keine Sorgen. Das ist alles cool. Es ist halt nicht wie in Chile oder Argentinien, wo du einfach zur Tankstelle fährst. Oder in Peru fährst du auch einfach zur Tankstelle. Gute Qualität und so. In Bolivien schlechte Qualität. Und man muss halt ein bisschen Geduld haben beim Benzinsuchen. Aber dann geht's schon. Und einen Kanister dabei haben, dass man es vielleicht erst in den Kanister füllen kann und dann ins Motorrad, weil sie es nicht direkt ins Motorrad füllen dürfen oder nicht füllen wollen. Ja? Es ist auch so, diese Genehmigung, die bekommst du nur als Bolivianer, also diesen Aufkleber im Auto. Oder die gucken halt nach deinem Nummernschild. Wenn du ein ausländisches Nummernschild hast, dann sehen sie halt gleich, ah ja, dir können sie das Benzin nicht billig verkaufen. Wie gesagt, manche machen es trotzdem. Ein bisschen Geduld sein, ein bisschen freundlich sein. Das ist das Abenteuer des Reisens. Hola. Dann zu meiner Situation. Ich bin jetzt schon 3 Monate hier in Venezuela. In Venezuela bekommst du 90 Tage, also 3 Monate. Visum, kannst es aber nicht verlängern. Das Ding ist, dass Franks Bike, KTM, mal wieder im Arsch ist. Und diesmal ist sie richtig im Arsch. Also sie ist schon seit 2,5 Wochen oder so nicht angesprungen. Ein Elektronikproblem. Irgendwie ein Sensor erst kaputt gewesen. Hat er dann bestellt in Bogota in Kolumbien. Ist dann nach einer Woche hier gewesen. Hat aber nicht geholfen. Jetzt ist noch ein anderer Sensor, irgendwie den auch ausgetauscht. Wissen wir noch nicht genau. Er ist jetzt halt auch, wir haben einen Spezialisten gefunden hier in Porlamar. Das ist die einzige Stadt, die es hier gibt. Und der kann auch so ECUs, also der Computer vom Motorrad, kann die ECU auslesen. Ja? Der kann die Box auch aufmachen und es reparieren. Da ist das Ding jetzt. Das Ding ist halt, der hat einen Tag daran gearbeitet, hat es auch nicht hinbekommen, aber hat eben rausgefunden, dass dieser andere Sensor kaputt ist. Und Frank hat diesen anderen Sensor auch bekommen. Ja, bisher läuft es halt noch nicht. Das Bike ist jetzt aber schon in Porlamar in der Werkstatt. Und er sagt dann immer, ja, ich kümmere mich morgen drum. Ich kümmere mich morgen drum. Ich kümmere mich morgen drum. Ja, mal schauen, wann er sich drum kümmert und ob er es überhaupt hinkriegt. Also das ist alles ungewiss. Und deswegen, Franks Visum ist 2 Wochen früher ausgelaufen als meins, und nämlich genau heute. Und jetzt hat er da letzte Woche 20 Mal, musst du halt zum Visumsamt fahren und zum Zoll. Natürlich eins für die Person, eins fürs Motorrad. Und muss mit denen reden und so Ausnahmegenehmigungen erwirken. Es ist nämlich so, man darf das Land ohne sein Motorrad nicht verlassen. Also wenn man mit Vehikel eingereist ist, darf man auch
nur mit Vehikel wieder ausreisen. Frank wollte nach Kuba fliegen für 2 Wochen, weil von hier gibt es super günstige Flüge nach Kuba. Das ging aber nicht, weil er dann das Motorrad hätte mitnehmen müssen. Deswegen jetzt hätte er auch, sein Visum läuft aus, aber er muss sein Motorrad mit über die Grenze nehmen. Das geht aber nicht, weil sein Motorrad ja am Arsch ist. Und deswegen haben wir jetzt, ja, mit 100 Mal dahin fahren, das sind immer 50 Kilometer dahin zu fahren, 50 Kilometer zurück. Aber, ja, wir haben eine Ausnahmegenehmigung bekommen und ich habe davon profitiert. Ich habe auch eine Ausnahmegenehmigung bekommen und habe jetzt 3 weitere Monate in Venezuela. Was ich genau damit anfange, weiß ich nicht. Aber das heißt, ich muss jetzt nicht sofort aufbrechen. Share on the bike. No, no, leave it. Yeah. Und deswegen muss ich jetzt auch noch mal ein paar Sachen machen am Bike. Was heißt ein paar? Das ist vor allem Ölwechsel. Ich bin jetzt schon 1000 Kilometer drüber, also alle 10.000 Kilometer muss ich einen Ölwechsel machen. Ich bin jetzt schon 1000 Kilometer drüber. Wie Werner beim letzten Mal gesagt hat, das macht gar nichts. Auch 2000 ist okay, aber irgendwann sollte man halt mal Öl wechseln. Und ich wollte eigentlich in Kolumbien wechseln, weil die Leute, die Benzinqualität hier ist unterirdisch. Ja? Man muss auch immer so Oktanbooster reinfüllen, sonst stottert auch die Teneré stottert da. Und aber mit dem Oktanbooster ist gut. Und die haben mir halt erzählt, dass das ganze System kontaminiert. Und deswegen, sobald man Venezuela verlässt, soll man einen Ölwechsel machen. Und das hatte ich auch vor, in Kolumbien dann. Jetzt bleibe ich aber noch 3 Monate länger. Jetzt werde ich halt hier den Ölwechsel machen. Es ist dann halt so, dass ich dann irgendwie nur 2000 Kilometer fahre oder so und dann halt wieder einen mache in Kolumbien. Ja, ich habe jetzt gestern geguckt, Castrol, halbsynthetisches Öl kostet 11 Euro. Das ist okay. Motor kostet 14, das finde ich schon ein bisschen teuer. Da habe ich jetzt eine Frage an euch. Es ist so, dass die Teneré, die braucht ja, also wenn du mit Ölfilter wechselst, 2,6 Liter. Das ist meistens ein bisschen weniger, die du dann echt brauchst, weil das Öl ja nicht 100% da rauskommt, alles wieder. Und ich habe jetzt letztes Mal ohne Filter gewechselt, das heißt, ich habe jetzt noch 0,8 Liter übrig. Und die fahre ich seit 10.000 Kilometer mit mir rum. Und es ist voll synthetisch. Beim letzten Mal habe ich mir was gegönnt, ich wollte es mal ausprobieren, habe voll synthetisch gemacht. Das will ich aber nicht mehr ausgeben, ja, weil vollsynthetische kostet halt das Doppelte wie das halbsynthetische. Deswegen fülle ich halbsynthetisches Castrol rein. Aber ich will es jetzt so machen, ich fülle 2 Liter halbsynthetisches Castrol rein und mache dann des restlichen 500 Milliliter von dem vollsynthetischen rein. Ich habe mit Leuten gesprochen, Werner unter anderem und Frank, die haben gesagt, ah ja, das ist schon okay. Frank hat gesagt, es ist irgendwie so, dass verschiedene Marken, verschiedene Additive da reinpacken in das Öl, deswegen soll man die vielleicht nicht mischen. Was ist eure Meinung dazu? Kann man das mischen, kann man das nicht mischen? Zweite Sache, auch wieder, wo ich eine Frage habe, ist die Bremsen. Zuerst einmal Hinterradbremse, die war immer so, dass ich da drauf treten musste wie ein Ochs und da kam nichts raus. Dann habe ich das mal nachgelesen und es gibt so eine Schraube hinten, die kann man ein bisschen rausschrauben und dann reagiert die Bremse halt früher. Und das habe ich jetzt gemacht, super gut. Es gibt so ein kleines Fenster, so ein Guckloch, da darf die Schraube nicht weiter rausgeschraubt werden, sonst würde ich sie noch weiter rausschrauben. Warum, weiß ich nicht, aber das steht im Serviceheft, die Schraube muss noch zu sehen sein. Deswegen habe ich es jetzt ans Maximum gedreht und es bremst jetzt deutlich besser. Das ist alles cool, hinten habe ich auch noch Bremse drauf, aber vorne ist fast nichts mehr drauf. Ich habe in Manaus schon versucht, Bremspads zu bekommen, gab es aber keine. Und nach langem Hin und Her haben wir dann Afrika-Twin Bremspads bekommen, die haben aber so einen Haken oben, der bei der Teneré nicht reinpasst. Das haben die mir dann abgesägt und haben gesagt, ah ja, das kannst du reinmachen. Ist okay. Und ich hatte das dann hier schon reingebaut und so, aber die Bremspads, die sind 1 mm dicker pro Pad als bei der Teneré. Und das heißt also 2 mm. Und wenn ich die reinbaue, das wird auch so, die musst du dann reinhämmern. Also das ist so eng, da ist dann kein Platz mehr. Das Ding ist, dass das Rad sich dann halt gar nicht mehr dreht. Und das Rad ist ja eh so, auch mit den normalen Pads, das dreht sich nicht wie am Fahrrad, das ist so, sondern es macht maximal 1,5 Umdrehungen und so. Ich habe auch mir das mal ergoogelt und so, habe jetzt auch das alles gereinigt, mal diese Kolben, die da rein und rausgehen, die können sein, dass die sich ein bisschen festsetzen und so. Habe das gereinigt, alles mit Seifenwasser oder mit Bremscleaner kann man es reinigen. Habe ich alles gemacht, aber ja, 1,5 Umdrehungen maximal. Und jetzt ist die Frage, ich will die halt nicht trotzdem reinmachen, also ich weiß nicht, ob das vielleicht scheiße ist, wenn die so dick sind. Frank hat gesagt, mach doch einen rein und einen von diesen abgefahrenen, dann wartest du, fährst da hier ein bisschen rum mit und wenn der ein bisschen abgefahren ist, dann machst du den zweiten rein. Ja, bin ich mir nicht sicher. Was meint ihr dazu?
Und es gibt hier Bremspads, die haben natürlich nur einen Satz da. Man braucht hier 4 fürs Vorderrad. Die haben nur 2 da und der kostet einer 46 $. Das ist halt schon normalerweise 23 oder so. Und den zweiten müssten Sie, ich habe gefragt, könnten Sie in Caracas bestellen, wäre innerhalb von einer Woche hier, aber dann 100 € oder $90 oder 90 € zu bezahlen für 2 Bremspads. Bis jetzt habe ich es noch nicht getauscht. Wollte mal hören, was ihr dazu sagt. Vielleicht muss ich das Geld investieren. Vielleicht geht es auch mit diesen Fake-Bremspads. Vielleicht warte ich auch noch. Aber jetzt, wenn ich hier noch rumfahre, also da kommen jetzt auf jeden Fall noch mal 1000 Kilometer drauf oder so. Auch wenn man hier auf der Insel nicht viel fährt. Das ist soweit das Feedback von heute und wie es weitergeht. Ich möchte noch einmal hinweisen auf meinen Rutis Reisenkalender. Es gab schon einige Bestellungen. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr bestellen wollt, bitte gerne. In der Beschreibung verlinkt und bis 12.12. könnt ihr noch bestellen. Ich freue mich sehr und der Kalender kommt dann zu Weihnachten bei euch an. Ja, jetzt gehen wir Fußball gucken. Venezuela spielt gegen Ecuador. Ich bin gespannt. Ich gehe da nur wegen der Stimmung hin. Freue mich. Und beim nächsten Mal geht's wieder weiter nach Bolivien. Dazu habe ich noch einen Kommentar. Neil Clark 8087 hat geschrieben, ist wahrscheinlich das spannendste Land in Südamerika. Ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsländer. Und ja, nur die Salar, wie die meisten das machen, die Salzwüste und dann raus. Und vielleicht noch irgendwie Titicacasee. Es gibt halt, Bolivien hat sehr, 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 sehr viel mehr zu bieten und sehr, sehr viel abenteuerliche Pisten. Nehmt euch ein bisschen mehr Zeit für Bolivien, weil es ist spektakulär. Nächste Folge trete ich wieder den Beweis an, denn es geht zu einem idyllischen, paradiesischen Wasserfalllichtung. Eine Juckel-Huckel-Piste, die es sich aber lohnt zu bewältigen, denn es ist ein absoluter Traum. Also das beim nächsten Mal. Abonnieren, Kalender bestellen, Feedback geben. Vielen, vielen Dank. Ich muss jetzt Fußball gucken gehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Ruti. Auf Wiedersehen. Ich zeige euch jetzt nochmal hier, wie es hier aussieht. Das Meer ist nämlich direkt hier.